Ja, danke. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Mein Deutsch ist nicht so gut, aber ja, probieren wir. So, diese Präsentation ist aus einem Extrakt, eine kleine Extrakt aus dem 6. Bericht der Weltklimarat mit Fokus auf den Bergregionen und ICE und Gesundheit. So, die alpine Region hier im globalen Kontext. Auf diese Karten, Sie sehen die globale Bergregionen. So, Sie sehen hier, wo wir sind, ist eine kleine Zahl, aber wir haben laut unserer Forschung hier, wir haben diese Map gemacht auf die Bevölkerung und Flagge der Bergregionen und Sie sehen hier, dass überall mehr als 1 Milliarde Leute wohnen und sind abhängig von den Bergen, so wie Sie sehen hier heute. Und was sehen Sie hier ist die Bevölkerungsdichtung, das sind wie viele Leute wohnen und wir sehen, dass es gut viele Leute hier in Zentraleuropa und vor allem in der Alpregionen wohnen. Hier Europa bedeutet auch die skandinavische Bergregion und die Pyrenäen, aber Sie sehen, die meisten von diesen Leuten wohnen in diese Zentraleuropa. Und unten hier, es gibt diese Entwicklung, Bevölkerungsentwicklung in Bergregionen bis Ende dieser Jahrzehnte laut 5 verschiedene Szenarien, weil in der IPCC und benutzen wir und in Klimaforschung benutzen wir diese, wir sagen, sozioökonomische Entwicklung und wir haben verschiedene, wir sagen Storylines auf diese Entwicklung und Sie sehen hier, dass in Europa, in den europäischen Bergen meistens diese Szenarien, die Projektionen sind für zukünftige weniger Leute, die in den Bergen wohnen, aber das nur ein Szenario hat ein Wachstum von Bevölkerung in den Bergregionen. Das ist ein Wachstum überall in der Welt, nicht nur in den Bergregionen. Aber wir sehen das ein bisschen in einem Kontext, wie viele Leute zum Beispiel in Asien sind abhängig von den Bergen, vor allem vom Wasser aus den Bergen. So, dies ist ein bisschen für einen globalen Kontext. So, jetzt extreme Hitze. So, Sie haben schon gehört, unsere Welt hat schon 1,0 Grad erwärmt seit letzten 19 Jahrzehnten. Und das hat Auswirkungen in verschiedenen Regionen. Wir wissen auch, dass dieser Klimawandel ist den Menschen zurückzuführen und das sind eine Karte aus der Welt, wo Sie sehen, dass in allen Regionen der Welt, das ist schon spürbar, und hier sehen diese Extremhitze-Ereignisse. Und für Europa hier, wo wir sind, das ist auch, wir haben eine sehr hohe, wie gesagt, Confidence, dass diese Extremhitzeperiode sind der menschliche Klimawandel zurückzuführen. Was wir auch wissen, ist, dass extreme Ereignisse, zum Beispiel 2015 oder 2022, das wären unmöglich ohne den menschlichen Klimawandel. Und was kommt in unsere Zukunft? Das ist eine andere Karte, die wir haben mit dem IPCC zusammengestellt. Es zeigt verschiedene Indikatoren. Das wir nennen Climatic Impact Drivers. Das sind Indikatoren, das können zu Auswirkungen führen. Und wir haben zum Beispiel hier verschiedene Farben und wir haben zum Beispiel diese Hitze- und Trockenerperiode oder trockene Indikatoren und auch zum Beispiel andere Wetterextreme. Was kommt sehr interessant hier in unsere kleine Kontinent Europa, ist, dass wir haben 3 verschiedene Kombinationen von dieser von diesen Climatic Impact Driver. Und hier in West-Zentraleuropa, wo wir sind, was wir erwarten in den nächsten 20, 30 Jahren für eine Erwärmung von ungefähr 2 Grad, ist, dass unsere Region wird wärmer, es wird auch nasser und wir haben mehr Extremereignisse. Und wir haben auch weniger Schnee und weniger Eis. Und dann wir haben auch mehr extreme, heftige Niederschläge. Und dann wir sehen, wie überall auch hier in die globale Kontext, wie diese Welt, unsere Welt ändert bis Mitte dieser Jahrzehnte. Das ist auch nicht so weit weg.
Okay, so wenn wir gehen von unsere globale Idee von den Bergen und dem Klimawandel, wir gehen genau zum Beispiel hier in der Schweiz, wo ich wohne, das sind die Resultate von der Meteo Schweiz für 2 Städte, Bergstädte, wir können das sagen. Oben, Sie sehen hier die Sion in Wallis. Wie ändert Sion bis 2060 für ein Szenario, das ist etwas ein bisschen in mehr als 2 Grad und dann wir sehen, das ist schon 2,6 Grad wärmer in dieser Stadt zum Beispiel. Und dann wir sehen auch mehr extreme Hitzeperioden und auch mehr trockene Sommer, heftige Regenschläge, wie gesagt, und weniger Kälte. So wir sehen, das ist das gleich, das wir sehen für die ganz Zentraleuropa. Wir sehen genauso in der Nähe unserer Region und hier auch sehr nahe von hier, Chur, etwas gleich. Jetzt, die Frage ist, was bedeutet dies für unsere Gesundheit? Und Sie haben schon gehört, was sind die Auswirkungen unserer Ökosysteme und unsere Gesundheit. Hier, ich möchte auch Ihnen aufmerksam machen auf dieses Konzept von Risiken, weil als Klimaforscherin denken wir oft auf die physikalische Ereignisse. So, wir haben mehr Hitzeperiode, trockene Periode, aber das führt nicht immer zu einem Risiko. Was führt zu einem Risiko, ist unsere Vulnerabilität. Ob wir haben mehr, wie gesagt, Leute, die sind mehr gefährdet, wegen dieser Hitze zum Beispiel, oder die Exposure. Und Exposure laut diesem Diagramm, das Sie sehen hier, bedeutet, wie viele Leute wohnen wo. Und dann, oder wie viele Fläche ist dort. Und klar, in den städtischen Gebieten und urbanen Systemen, wir haben mehr Leute. Und wir haben auch, vor allem in Europa, mehr Leute über 65 Jahre und dann die Risiken von Hitzstress klar steigt in dieser Situation. Und jetzt, wir sehen auf diese Karte hier auf dieser linken Seite, Sie sehen, wie dieses Risiko geht weiter in unsere Zukunft. Und als Klimaforscherin, wir arbeiten viel mit Szenarien. So, wir haben nicht nur ein Szenario, nicht nur ein zukünftiges Klima, aber verschiedene Möglichkeiten für zukünftige Klima. Und das hängt von unserer Entscheidung jetzt schon. So, wir sehen das Baseline-Szenario, das ist etwas für die letzten Jahrzehnte, dass wir haben ein Risiko von Hitzstress in unserer Bevölkerung. Leider die Schweiz hier ist nicht, weil es nur für die EU diese Studien, aber wir sehen wir sehen dass viele Teile von Europa, aber nicht die alpine Region, bleibt relativ blau, das ist positiv. Aber wir sehen schon mit einer Erwärmung, das ist sehr niedrig, relativ niedrig, 1,5 bis 2 Grad globale Erwärmung hier. Wir sehen mehr Regionen, das sind schon roter. Und dann, wir gehen mit einer Erwärmung, das steigt mehr und die Bevölkerung auch mehr steigt in dieser Kombination, dann Sie sehen hier viel mehr rot und hier mehr. Das bedeutet, dass viel mehr Leute, 2 bis 3 Mal mehr Leute, die durch die Hitze gefährdet sind. So, wir sehen mehr hitzebedingte Toten, mehr Morbidität und so weiter. In den Bergen, wir haben auch positive Effekte, Beeinflüsse, wir haben das schon gehört. Dann viele mehr Leute aus der Stadt werden wahrscheinlich in den Bergen als eine positive oder cooler Zeit verbringen. So, die nächste ist, ja, positive Nachricht, aber wir haben positive Nachricht in unserem Bericht. Wir wissen, dass wir haben die Möglichkeit, uns anzupassen. So, hier wir haben die Machbarkeit und die, wie gesagt, Wirksamkeit von Anpassungsoptionen. Anpassung bedeutet, das Risiko reduzieren durch verschiedene Optionen. Und Sie sehen die Kreise. Die größere Kreise bedeutet, dass wir haben auch Wirksamkeit und auch Machbarkeit. Aber die Machbarkeit ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Das bedeutet ökonomische Faktoren, technologische Faktoren, auch soziokulturelle Faktoren und auch zum Beispiel institutionelle. Gibt es eine Strategie, eine Anpassungsstrategie, Planung und so weiter. So, wir sehen, wie hier zum Beispiel, wir haben verschiedene Niveaus von dieser wie gesagt, Effektivität und wir haben viele verschiedene Optionen, dass wir können wählen, um dieses Risiko jetzt zu reduzieren. Aber wenn wir schauen in unsere Zukunft, das ist die Risiken, wie steigen unsere Risiken im Zusammenhang mit globaler Erwärmung. Das ist spezifisch für Europa.
Wir haben in der IPCC leider, wir arbeiten viel global und dann wir haben auch regional, aber wir bringen die Evidenz zusammen von vielen verschiedenen Studien und die Alpe, klar, ist drin, aber es ist nicht nur für die Alpe, aber es ist die ganze Kontinent, wie zu sagen hier. So, wir sehen diese Risiken hier, in diese Grafiken, dass sie steigen mit globaler Erwärmung. Das sind die hitzebedingte Tode, auch Hitzestress. Und Sie sehen, dass schon jetzt bei 1,5 diese Risiken sind moderat, das bedeutet schon spürbar. Wir haben schon Todesfälle, die der Klimawandel zurückzuführen sind, menschliche Klimawandel. Aber diese Risiken steigen mit globaler Erwärmung. Zum Beispiel, wir haben sehr hoch Risiko, das bedeutet, wir haben viel mehr Leute oder viel mehr Gefährdungen, aber wir haben auch mehr, die Zeit ist sehr kurz, wenn diese Ereignisse zusammen passieren. Und violett bedeutet, die Möglichkeit, um diese Risiken durch Anpassung zu reduzieren, ist auch kleiner. So, aber das können wir auch, diese Risiken vermeiden und reduzieren. Und das hier, wir haben das zusammen gemacht für verschiedene Anpassungsmaßnahmen. Wir nehmen I-Adaptation, das bedeutet alles, was wir können, auch sehr transformative Maßnahmen. Das bedeutet, wie unsere Städte, wir bauen unsere Städte, mehr grüne Plätze, aber weniger Gebäude auch und so weiter. Das sind sehr transformative Maßnahmen, das wir schauen hier. Aber das Risiko ist sowieso hoch, es bleibt sowieso hoch und wir sind auch mehr Unsicherheit, weil das bedeutet, wir sind auch weniger sicher, wie dieses Risiko weitergeht. Aber die gute Beispiel gibt, zum Beispiel diese Risiken gut zu reduzieren, ich habe schon gesagt, Grundinfrastruktur, so, wir haben auch Frühwarnsystem, aber vor allem die Kooperation zwischen die Regionen, zum Beispiel hier in den Alpen. Und wir müssen auch viele verschiedene Akteure zusammenbringen. So ist nicht nur ein Teil oder ein anderer Teil, aber alles muss dabei sein, um diese Risiken zu verstehen und mit der Anpassung zu teilen. So, meine letzte Folie. Es geht um wie gehen wir weiter mit Anpassung und gibt es Lücken in der Anpassung? Ist Anpassung genug für unsere Region und auch für den Berge? Hier, wir haben diese Arbeit in einem Kapitel der IPCC für Bergregionen und genau für Europa gemacht. So, wir haben alle die Beweise aus verschiedenen Papieren, aus verschiedener Literatur zusammengestellt und geschaut, wie schnell geht mit Anpassung, der Umfang der Anpassung und ob diese Anpassungsmaßnahmen in Bergregionen sind transformativ genug, um diese Risiken zu reduzieren. Und wir haben hier wir sehen viel Grau. Und Grau bedeutet, dass wir müssen mehr machen. Viele Anpassungsmaßnahmen sind kleine Schritte, sind nicht systemische. Und wir sehen auch, dass mit globaler Erwärmung die Anpassungsmaßnahmen oder die Effektivität ist reduziert. So, um diese Risiken zu reduzieren, brauchen wir mehr transformative Maßnahmen und vor allem, wenn unsere Erwärmung steigt über 1,5 Grad. Danke.